Peter, jetzt hast du schon so einen tollen Behälter und trotzdem wird die Ware beschädigt. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist sie nicht fixiert, ja. Und das führt dazu, dass sie da hin und her rollt. Ich glaube, ich habe was Besseres für dich. Ja, zeig mal, wie du das machst. Ja, Christian, unsere Beratung endet ja nicht beim Behälter, sondern wir wollen dem Kunden ja eine komplette Lösung anbieten, mit der alle Anforderungen erfüllt werden. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel verschiedene Lösungen, um Produkte perfekt zu schützen und auch zu positionieren, wenn notwendig. Genau. Was hast du da? Hier in dem Beispiel haben wir jetzt einen Guido-Kahl-Tee mit einem Innenleben aus Würfelschaum. Das ist relativ einfach, simpel, ist aber im Vergleich zu dem, was wir hier anbieten, natürlich viel, viel teurer. Und ich meine, bei teuren Produkten ist es dann so, dass man da schon auch aufs Innenleben achten kann, damit einfach nichts drankommt. Ja? Man könnte ja auch ganz einfache Füllstoffe nehmen, Papier, Chips oder irgend so etwas. Aber wir stehen eher auf der Seite der hochwertigen Lösungen, deswegen zeigen wir euch das einfach mal hier. Hier ist zum Beispiel eine Lösung aus einem EPP-Material, in dem per Wasserstrahlschneiden die Konturen der Produkte abgebildet wurden. Und damit haben wir natürlich eine perfekte Positionierung, auch perfekte Raumausnutzung hier in diesem Fall und schützt natürlich die Produkte auch sehr gut. Genau, das ist zum Beispiel ein komplettes Set für unser FTS Leo Locative. Und dieser Behälter wird dann genau so, wie er jetzt hier sortiert ist, an den Kunden geschickt. Und der weiß dann genau, was er wie picken muss und wo er es dann wieder danach einordnen kann. Ja, hier vorne haben wir noch ein Beispiel, das ist fast ein Standardprodukt von uns, weil wir das relativ häufig haben. Ein Einsatz, um Laptops zu transportieren. Und natürlich bietet dieses Schaumstoffmaterial auch perfekten Schutz, wenn so ein Behälter mal runterfällt. Und das wird dann total gut gedämmt. Christian, was haben wir hier noch? Ja, hier sehen wir unsere Lösungen für den Pharma- und für den Food-Bereich. Da haben wir auch spezielle Inlays, die passend zu unseren Behältern gefertigt sind. Hat einfach folgenden Hintergrund. Das heißt, wenn zum Beispiel in der Medizinbranche Medikamente versendet werden oder auch im Food-Bereich, ihr kennt es vielleicht von den Home Delivery Services, kommt es natürlich darauf an, die richtige Temperatur einzuhalten und das möglichst lange bzw. Über einen bestimmten Zeitraum. Hier drin gibt es unterschiedliche Konzepte. In dem Fall arbeiten wir überall mit speziellen Akkus, die man einfach vorher in den Gefrierschrank einlegt und mit denen dann die passende Temperatur erreicht wird. Packt man wieder rein, Ware kommt rein, Deckel kommt drauf und die Produkte kommen dann in den Behälter rein und bieten so einen idealen Schutz für das transportierte Gut. Sehr gut, ja. Okay, eine weitere Kategorie sehen wir hier drüben. Ja. Und zwar geht es jetzt hier um Gefache und Einsatzkästen. Genau. Ja, die Idee hier hinten dran ist, in einem Behälter verschiedene Lagerpositionen zu schaffen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Kleinteile hätte und würde die in einen kompletten Behälter 600 x 400 reintun, wäre das eine riesige Platzverschwendung. Der Kunde bräuchte quasi 8 Behälter, um 8 verschiedene Kleinteile zu lagern. Wenn man sich behilft mit so einem Gefache, kriege ich diese 8 verschiedenen Kleinteile in einen Behälter. Kann also einen riesen Raum sparen. Und ja, da gibt es viele individuelle Lösungen, bis hin zu solchen Stecksystemunterteilern, die man selbst zuschneiden kann. Eine Alternative dazu sind Einsatzkästen. Einsatzkästen haben den großen Vorteil, dass man sie herausnehmen kann und kann sie dann irgendwo befüllen, beispielsweise mit Schüttgut. Ja? Oder man kann sie herausnehmen, um Sachen herauszukommissionieren. Und das macht also diese Kleinteil-Schüttgutteile einfacher im Handling. Ja, durch die unterschiedlichen Größen und Varianten sind wir auch relativ flexibel für einen Kunden. Bedeutet, wenn der Kunde zum Beispiel am einen Tag Kleinteile versenden will und am nächsten Tag wechselt sich die Bestellung, beziehungsweise bei Online-Händlern ist das ja häufig so, dann kann hier relativ schnell und flexibel die Inlays bzw. die Einsatzkästen passend zu dem Systembehälter getauscht werden und man hat da eine ideale Lösung dafür. Ja? Also Flexibilität ist gerade bei den Unterteilersystemen extrem wichtig. Also, wie ihr seht, es gibt viele individuelle Anforderungen und wir können ganz viele individuelle Lösungen auch dazu bieten. Wenn ihr irgendeine Frage dazu habt oder spezielle Anforderungen habt, ruft uns einfach an, schickt uns eine Mail und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ciao. Peter, jetzt
hast du schon den besten Behälter und trotzdem wird die Ware beschädigt. Tja, Können wir doch lösen. das können wir lösen.